Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Ich wünsche euch heute einen schönen Silvester. Und wir schauen natürlich auch heute in das neue Jahr für das Kollektiv. Ihr konntet ja die Woche schon eure Sternzeichen sehen. Und ich bin gespannt, was wir fürs Kollektiv für Themen mitkriegen für das neue Jahr. Solange ich mische, bedanke ich mich hier für eure Treue, auch die immer schreiben und das ganze Jahr hinter mir stehen. Ohne euch wäre es ja nichts, ne? Und wir haben die erste Karte gekriegt. Es geht viel um das Umfeld, die Umgebung, um das persönliche Weiterkommen, um den häuslichen Bereich, um das Weiterkommen im finanziellen Bereich. Hier liegen die Finanzen im Haus des Schiffes drin. Das Schiff liegt daneben. Hier kriegt man vielleicht auf mehreren Wegen Expansion rein. Möglicherweise ist es so, dass der ein oder andere hinterfragt, was investiere ich irgendwo hin in mich. Es kann ja jetzt auch im häuslichen Bereich liegen. Es wird sehr viel um finanzielle Entscheidungen gehen, um neue Möglichkeiten im finanziellen Bereich langfristiges Geld zu generieren. Ein finanzieller Flow, der einsetzen möchte. Und ich habe hier an sich auch Möglichkeiten im häuslichen Bereich. Im Umfeld Veränderungen, die einer Entscheidung bedürfen. Der ein oder andere hat vielleicht hier so ein Thema mit der Vitalität, wo er sagt, ich suche mir jetzt mal einen Weg, wie es mir gut damit geht, was ich um mich habe und was ich für Einkommen habe. Und man beendet hier auch ein richtiges Schattenthema, das mit dem Thema Versorgtsein, Verstrickungen im Leben, Verbindlichkeiten, die ich nicht mehr brauchen kann, emotionales Drama, emotionale Unklarheit. Es geht auch sehr viel um emotionale Fülle, ne? Es nützt dir nichts, wenn du alles hast und du bist nicht glücklich, zum Beispiel. Ich habe schicksalshafte Dinge im partnerschaftlichen Bereich. Aber auch tatsächlich hier in der ersten Reihe schon alles, was das Thema Haus, Häuslichkeit, Finanzen, Verträge, Verbindlichkeiten mitbringt, in so ein bisschen Umbruchsstimmung. Das kann jetzt hier das ganze Familiensystem betreffen. Also dich, die Herkunftsfamilie, es können Elternthemen sein, oder Sachen, die ihr auch für eure Eltern im finanziellen, häuslichen Bereich generiert. Aber ich habe auch, dass es irgendwo eine Bewegung rausnimmt, dass es mehr Harmonie mitbringt, was hier an Möglichkeit ist. Man kann irgendwo einen Gang runterschalten. Ein Jahr, bei dem Konflikte nicht mehr so in uns wohlen auf der seelischen Ebene. Ein Jahr, wo man eine Situation beenden kann, wo man, ich sag mal, mit sich selbst gehadert hat oder auch nicht so richtig entscheidungsfähig war. Die Neubeginne, die hier liegen, die haben sehr viel mit äußeren Umständen zu tun, mit dem Außen. Das sind immer Situationen, die wir auch nicht so richtig klären können. Und ich habe uns selber im Haus des Fuchses drin. Ne? An sich ist es so, man sieht, dass emotional etwas an uns nagt und man hat ja auch so diese Prüfung vor sich, was mache ich denn, wenn meine Pläne vom Außen gestört werden. An sich ist es so, dass wir spiegeln mit den Routen, die sich, mit dem Sarg im Haus der Routen, hier beendet sich etwas, ein Wissen steht zur Verfügung, das vorher viel Diskussionen mitgebracht hat oder Umwege auch.
Ich habe hier hinter uns im Rücken ein bisschen Klarheit, ein bisschen Glück auf mehreren Bereichen. Etwas, was sich dann auch auf die Familienebene ausstrahlt oder auch auf den Beziehungsbereich. Mutterthemen, die beendet werden oder das eigene Mutterdasein, die schicksalshafte Lebensreise wird hier genau angezeigt. Da ist alles dabei, ne? Bis jetzt an Themen. Was ich auch habe, ist, dass wir vielleicht so ein Jahr haben, wo wir viel mehr Emotionen, die an uns nagen, nach außen tragen und damit eine ganz neue Erfahrung machen. Wir finden hier auch vielleicht neue Möglichkeiten, wie wir emotional ausgeglichener sind im Flow. Wir sind vielleicht auch bereit, da was zu investieren oder dazu zu lernen oder irgendwo auch Schnitte zu machen. Es können ja auch plötzliche Veränderungen sein oder auch Situationen, die einschneidend sind, aber diese genau, das sind dann so krassere Wege, die man einschlägt oder Wege, die man so nicht geplant hat, aber auf jeden Fall Wege, wo man sich minimiert, wo etwas leichter wird, wo die Herausforderung nicht so groß ist. Aber ich habe auch die Qual der Wahl dabei. Ne? Hier können die Dinge so sein, dass man plötzlich eine Idee hat, plötzlich eine kleinere Sache sich wendet oder dreht und wir drehen uns mit. Das kann ja auch im freundschaftlichen Bereich sein oder im Bereich unserer Kinder. Und ich habe, dass sich Dinge, die man in der Vergangenheit nicht klären konnte, dass die sich beenden und wir öffnen uns hier neue Türen. An sich ist das, was in der Mitte hier im Kartenblatt liegt, wunderbar, denn hier kommt eine Veränderung von außen, die eine Überraschung mitbringt, die lange nicht verfügbar war. Das ist auch was ich nicht benennen kann, denn es liegen viele Themenkarten drumherum. Das hier ist so auf uns als Person, vom Außen. Es kann auch ein Weg sein, der plötzlich frei wird oder ein finanzielles Budget, eine Überraschung im finanziellen Bereich. Und eine sehr aufklärende Wirkung. Ich habe im Haus der Selbstständigen, dass sich da neue Türen aufgehen oder dass sich Erfolge einstellen. Ich habe, dass Dinge, die mit Ämtern oder Behörden zu tun haben, erfolgreich verändert oder gelöst werden können. Und irgendwie habe ich so dieses Ding, dass die Geschenke des Lebens wieder verfügbar sind. Viele werden hier auch bemerken, wo ihnen Leidenschaft, Liebe und Vertrauen fehlt. Das könnte dieser emotionale Blues in unserem Kopf sein. Das Herauskristallisieren von Emotionen, die man lange auch unterdrückt hat oder gedeckelt hat. Es kann hier sein, dass Menschen aus der Vergangenheit auftauchen und die ganz plötzlich eine Situation mitbringen, die für alle Frieden entstehen lässt. Das kann jetzt hier tatsächlich ein Ex-Partner sein, eine Vaterfigur. Ich habe auch ein Jahr, wo wir so Missverständnisse ausräumen, wo wir klären, wo wir schauen, wo stehe ich im Nebel, wo muss ich noch eine Info einholen, wo fehlt mir ein Gespräch. Wo sage ich nichts mehr dazu? Und es geht sehr viel um Vertrauen in die eigenen Herzensangelegenheiten. Für den einen oder anderen kann ich sehen, dass auf der partnerschaftlichen Ebene tatsächlich Menschen mit dazukommen, mit denen man nicht gerechnet hat oder sogar Konkurrenzsituationen. Ja. Es wird schon auch ein Jahr, wo in der Liebe die Sonne aufgeht für einen oder anderen. Da braucht man nicht so viele Karten legen können. Das ist das Haus des Gegenübers, da liegt die Sonne drin. Und das ist das Haus
von uns, da liegt die männliche Hauptperson drin. Ne? Hier ist die Liebeskarte. Ich habe auch Nachrichten, die über den Tisch gehen, die das Herz wieder so aufblühen lassen, Neubeginne in der Liebe. Irgendetwas, was man sich partnerschaftlich erarbeitet hat, kann sich auszahlen. Das Jahr eignet sich hervorragend, um emotionale Hindernisse und Blockaden anzugehen und diese hinter sich zu lassen und überraschend anders zu reagieren. Das Jahr eignet sich, um Blockaden beim Thema Liebe, Beziehung, Stabilität in den Partnerschaften einen Dreh reinzukriegen. Ich sehe hier sehr gute Wahlmöglichkeiten, auch wenn sie nicht ganz gleich klar sind, bietet uns das Leben hier andere Optionen. Ich sage immer, alle Szenarien, wir deuten ein kollektives Blatt. Die Selbstständigen, die hier sind, oder die Möglichkeit, auch einen höheren Posten zu kriegen, sehr deutlich. Ich habe aber auch, dass man sich aus beruflichen Situationen, die einen sehr begrenzt haben, rausnehmen kann. Und das ist eine Veränderung, die von außen kommt. Ne? Ein Weg, der entsteht, der tatsächlich eine ganz andere Erfolgsenergie hat, auch wenn er nicht gleich sichtbar ist. Möglicherweise haben hier viele auch den Wunsch, im Beruf unabhängiger zu werden. Auch das würde man hier sehen. Und diese Linie hier ist ja einfach auch fantastisch, denn das ist ein sehr stabilisierendes Ding, das dann auch auf das Umfeld mitwirkt. Was hier auch sehr gleich sichtbar ist für mich, dass ich nehme jetzt mal das Wort Seele, Psyche, Intuition, dass wir hier ein Thema haben, ein Lebensthema, ein Weg, der emotionale Herausforderungen mitbringt oder Schwierigkeiten oder wo man auch immer im Nebel gestanden hat, dass sich das ein wenig so auswirken kann, dass wir etwas ablegen, was am Ende wie ein Geschenk ist, aber dieses Geschenk ist noch nicht richtig verfügbar. Es ist von außen, also es ist nicht sichtbar, wo das herkommt. Ein guter Zufall, ein guter Moment, eine günstige Gelegenheit. Es kann jetzt auch hier das Gegenüber betreffen. Man sieht ja auch alles, was mit dem Thema Haus, Umzüge, Arbeit im Am, um zu Hause zu tun hat. Der ein oder andere hat hier vielleicht auch Dinge zu klären mit den Bereichen der Ämtern, der Vitalität, der Krankenkassen, Rententrägern, das dann berufliche Freiheit mitbringt oder eine Befreiung irgendwie darstellt. Für viele geht es dann auch darum, eine Wahl zu treffen, im beruflichen Bereich so unabhängig wie möglich zu sein. Das Jahr hat eine sehr gute genesende Energie auf viele Themen, auch vor allem auf die Psyche. Hier sieht man auch nochmal im Bereich der Arbeit, dass es viel um das Vertragliche geht, das haben wir hier zweimal, um neue Beginne in der Arbeit, die vielleicht auch erfordern, dass man noch ein Wissen braucht und man spürt auch so, dass man irgendwo vielleicht nicht mehr am richtigen Platz ist oder man hat so einen Blues auf dem Arbeitsbereich. Man geht zwar hin, aber man ist da nicht mehr zu Hause. Es kann sein, dass entweder neue Kollegen hinzukommen oder dass Leute auch gehen und dann da wieder Verschiebungen entstehen. Das kann ja auch den beruflichen Bereich unserer erwachsenen Kinder betreffen. An sich ist es so, dass das Fundament, das hier Beziehung und Verbindlichkeit mitbringt, eine schöne Erdung hat und am Ende auch sehr
tragfähig ist. Ne? Also ich habe die Stabilitätskarten überall dabei. Kommen wir nochmal zu den Finanzen. Wir haben hier im Haus der Finanzen die Schlange drin. Das können jetzt entweder Personen sein, die einen begünstigen. Das können Dinge aus der Vergangenheit sein, die sich nochmal auszahlen. Das können aber auch Situationen sein, wo man verstrickte Bereiche in den Finanzen verlässt, wo einem andere Wege zur Verfügung stehen. Was ich auch habe, ist im Bereich der Kommunikation, dass uns das irgendwie stressen könnte oder dass wir den Wunsch haben, nicht mehr so viel überall sagen zu müssen oder für uns einstehen müssen. Selbstwertthematiken sind hier sehr viel zu sehen. Da wird einem schon klar, was bin ich mir wert, was bin ich bereit zu investieren, wo ist die Verstrickung im finanziellen Bereich so groß, dass ich nicht unabhängig sein kann. Ich habe hier etwas Seltsames, ich gebe es trotzdem mit. Viele leben in schönen Partnerschaften und manche sind Single. Hier wird in der Liebe oder in den Partnerschaften sehr viel passieren, aber ich habe es eben auch so auf dieser Ebene, dass man austauscht oder dass man neue Leute kennenlernt oder dass man Konkurrenz irgendwie kriegt und dass man genau daran dann seine Selbstwertthemen erörtern kann. Liebe kommt für mich auch immer unverhofft. Also ich habe immer Partner vor die Nase gesetzt gekriegt, wenn ich nie danach gesucht habe, zu den ungünstigsten Zeiten ever auch. Ne? Ja, ein Jahr der Familien, das haben wir hier schon irgendwie gehabt. Hier ist die Lilienkarte im Haus der Blumen, die familiären Veränderungen, das Zusammenspiel mit allem. Und beim Krafttier haben wir noch für das neue Jahr Ach, wie schön. Das Glühwürmchen mit den magischen Momenten. Erlaube, dass du frei und glücklich bist. Lass dein Licht leuchten. Auch das gehört zur Selbstannahme, zur Selbstliebe, zur Selbstakzeptanz. Und es kann natürlich auch sein, dass man sich hier innerhalb der Familie mal hier wieder so seinen Stand zurückerobert oder das Gefüge, der Clan sozusagen irgendwie gebraucht wird. Es kann ja auch Wahlfamilie sein. Mit dem Wolf und dem Thema Familie, das hatte ich hier schon im Bereich der Kommunikation so ein bisschen dabei, geht es auch um die Kommunikation an sich, um Kommunikationstechniken, um Körpersprache, um Austausch miteinander, hier auch vor allem, wenn Emotionen überkochen. Und es geht darum, für sich einzustehen, füreinander zu sorgen. Es geht im nächsten Jahr auch darum, ein Glaubensmuster abzulegen, das damit zu tun hat, dass man denkt, ich muss alles alleine schaffen. In der Familie gibt es Risse oder Auseinandersetzungen. Und es geht darum, dass man auch lernt, dass man zulässt, dass andere einen unterstützen. Wir haben in unserem Haus den gebenden Part drin. Ne? Wir haben ja viele Sachen, wo einem auch das Herz aufgeht, wo die Seelenebene tief berührt wird. Und das Glühwürmchen bringt tatsächlich mit, dass wir uns für die Begegnung mit anderen öffnen, das innere Feuer wieder strahlen kann. Die Elfenwelt ist hier sehr präsent. Hier wird es jetzt Lichtfamilie genannt oder manche sagen auch Seelengeschwister oder was weiß ich.
Das Wort Zwillingsflamme sehe ich hier nicht. Für mich ist nicht meine Meinung. Kann jeder anders denken, aber auch da können Menschen ins Leben, das sieht man hier, ne, kommen, die dazugehören oder mit denen wir verbunden sind und von denen wir eben auch empfangen. So, sich der Magie des Augenblicks zu öffnen, die kleinen und großen Wunder angucken und zauberhafte Augenblicke, die unseren Alltag erhellen, sehen wir hier. Nehmen wir noch ein Vögelchen mit für das neue Jahr. Der Buchfink. Ich verhelfe dir zu mehr Freude, Wertschätzung, Optimismus und Einfachheit. Schrecke nicht davor auszudrücken, was dein Herz sagen will. Das haben wir hier in der Kommunikation 3-mal jetzt gesagt gekriegt. Das Leben ist eine Reise und du sollst alle Meilensteine auf deinem Weg genießen, anstatt dich nur auf das Endergebnis zu konzentrieren. Ein Jahr, wo man Ordnung schafft, auch im Familiensystem, und ein Jahr, wo wir uns neue Türen öffnen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Silvesterabend und ein schönes neues Jahr. Seid auch nächstes Jahr wieder mit mir an Bord, unterstützt mich mit Kommentaren und Likes. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank für alles in diesem Jahr. Ich drücke euch und bis nächstes Jahr.